Wer träumt bitte nicht davon, eine griechische Insel ganz für sich allein zu haben? In Karpathos ist das zumindest fast der Fall. Jedenfalls ist die Insel noch so ein Geheimtipp, dass eine Freundin von mir, die seit Jahren hier hinkommt, mich angefleht hat, keinen Beitrag darüber zu machen. Aber ich wollte das Geheimnis lüften, auch für euch. Und ich zeige euch jetzt mal diese wunderschöne Insel. In Karpathos trifft ursprüngliche Tradition auf atemberaubende Natur. Von Bergen bis hin zu Traumstränden. Bei meinem Trip bin ich durch authentische Dörfer gestreift, in denen jahrhundertealte Bräuche und die griechische Gastfreundschaft noch lebendig sind. Ich zeige euch, was euch auf Karpathos erwartet und glaubt mir, das hier war kein 0815 Griechenland-Urlaub. Karpathos wird nur selten angeflogen und hat den kleinsten Flughafen, den ich je gesehen habe. Aber dafür dauert ein Flug nicht lang. Aus München zum Beispiel 3 Stunden. Ihr braucht auf jeden Fall einen Mietwagen, um die Insel vernünftig erkunden zu können. Stellt euch außerdem auf enge und steile Straßen ein. Aber keine Angst, die Wege lohnen sich. Meine erste Strecke führt mich nach Lefkos an der Westseite der Insel. Dort gibt es gleich 4 Strände zur Auswahl. Perfekter Ort also für einen Badeurlaub. Der erste, Potali Bay, ist ein Kiesstrand und deswegen auch der leerste. Aber hey, mit Stein kann man auch Spaß haben. Richtig meditativ hier. Aber mal schauen, was die anderen Strände so drauf haben. Das sind genau so Situationen, die man auf so engen Straßen nicht haben möchte. Ich bin hier schon fast auf dem Sand. Aber es muss immer der Klügere nachgeben. Deswegen weiche ich aus. Versteht sich. So. Bitteschön. Ja, kein Problem. Alles gut. Und weiter geht's. Potali Bay liegt etwas abseits von Lefkos. Deswegen fahren wir ca. 5 Minuten ins Dorf. Und das ist richtig schön idyllisch. Kaum Menschen, aber dafür richtig viel Badespaßpotenzial. Lefkos ist entlang des zweiten Strandes gebaut, einem super schönen Sandstrand. Sehr ruhig und flach, perfekt also zum Schwimmen. Natürlich auch in Lefkos hier für euch das Wasser. Und zwar richtig. Man ist nie zu alt zum Schnorcheln, das ist meine Meinung. Die nächste Bucht ist sehr viel wilder. In die Wellen zu springen macht hier aber wirklich richtig Spaß. Der Strandabschnitt ist außerdem schön lang und direkt nebenan findet ihr den letzten Strand in Lefkos. Ein Plätzchen am Wasser ist also garantiert. Einfach traumhaft. Ich empfehle euch, ca. 10 Minuten mit dem Auto von Lefkos nach Mesochori zu fahren, um euch den Sonnenuntergang anzuschauen. Der Ort ist nämlich bekannt für eine der schönsten Aussichten der Insel. Ein Besuch lohnt sich aber auch so. Enge Gassen, traditionelle Gebäude und ganz viele Fellnasen. Mich hat Mesochori auf jeden Fall umgehauen. Schaut euch mal diese Aussicht auf die Berge an. Solch unberührte Natur sieht man heute nur noch selten. Die beste Aussicht auf den Sunset hat man von diesem Café aus. Wenn das nicht das perfekte Ende für einen entspannten Strandtag ist, weiß ich auch nicht. Da kann Santorini einpacken. Karpathos soll einige der schönsten Buchten der Ägäis haben. Das möchte ich mir mal anschauen. Die Fahrt ist zwar nichts für schwache Nerven, aber der Stress lohnt sich. Da unten sieht man schon unser Ziel, der Apella Beach. Stellt das Auto an einem der Parkmöglichkeiten ab und wandert den restlichen Weg hinunter zum Strand. Keine Sorge, es ist auch nicht weit. Festes Schuhwerk ist trotzdem nicht verkehrt. Am Ende wird es etwas holprig. Außer Liegen, die man sich mieten kann, gibt es hier nicht viel. Trotzdem ist der Apella Beach wegen seines Panoramas und seiner Abgelegenheit einer der beliebtesten Strände von Karpathos. Ein kleiner Geheimtipp ist die Cave Church St. Luke. Die findet ihr in der Nähe vom Apella Beach. Die Malereien im Inneren stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Wie cool ist das bitte?
Der nächste versteckte Strand ist der Achata Beach. Ebenfalls eine super schöne Bucht, wie ich finde. Dank der Bäume gibt es auch einige Schattenplätzchen, was bei der griechischen Sonne nicht verkehrt ist. Natürlich habe ich auch hier das Wasser getestet. Fazit: super klar und schön warm. Ein Plus ist, dass es hier auch eine Taverne gibt, wo man was essen und trinken kann. Und weiter geht's zu unserem letzten Strandtipp. Je näher ihr der Bucht kommt, desto besser werden die Straßen, keine Sorge. Außerdem gibt es hier viel Platz zum Parken. Das hier ist der Kira Beach. Neben dem wunderschönen Kiesstrand gibt es unter anderem eine kleine Kapelle zu besichtigen. Kommt aber nicht ohne eure Kamera. Der Blick auf den Strand von hier oben ist traumhaft. Man darf die Kapelle auch von innen besichtigen. Und kleiner Tipp: Ihr werdet bei eurem Trip so einige Kapellen finden und glaubt mir, es lohnt sich immer mal reinzuschauen. Aber mal was anderes. Pigadia ist als die Inselhauptstadt der größte Ort auf Karpathos. Trotzdem behält die Hauptstadt ihren authentisch griechischen Flair. Der Hafen ist das Herzstück und führt euch direkt ins Geschehen. Hier gibt es so einige tolle Stores für Souvenirs und das meiste ist sogar handgemacht. Und auch ohne Shopping macht das Schlendern durch die Gassen total viel Spaß. Ihr seid hier auch genau richtig für ein leckeres Mittag- oder Abendessen. An tollen Restaurants mangelt es hier wirklich nicht. Und keine Sorge, es sind keine Touri-Fallen, sondern authentische Tavernen mit leckeren Gerichten. Außerdem gibt es in Pigadia das Archäologische Museum von Karpathos mit einer wertvollen Sammlung antiker Artefakte. Alles, was ihr hier seht, wurde über die Jahre auf der Insel gefunden und ist in einem super Zustand. Wen die griechische Mythologie interessiert, darf außerdem diesen Geheimtipp nicht verpassen. In der Nähe der Hauptstadt Pigadia findet ihr eine Höhle, die damals als Tempel für Poseidon genutzt wurde. Das Gewölbe soll früher mal unter Wasser gewesen sein. Jetzt ist es jedoch in den Hügeln der Landschaft versteckt. Ich wollte erst nicht glauben, dass das hier wirklich mal unter Wasser gewesen sein soll. Aber man sieht halt wirklich in den Felsen kleine Muscheln, die richtig mit eingearbeitet sind. Das ist richtig cool, also wirklich super beeindruckend. Doch um Karpathos Geschichte so richtig zu erleben, muss man ins Bergdorf Olympos. Damals sind die BewohnerInnen weit in die Berge geflohen, um sich vor PiratInnen zu schützen. Wegen dieser Isolation lebt man hier noch nach alter Tradition. Viele Frauen tragen bis heute noch ihre Trachten und sind mehr als froh, ihre Kultur mit Reisenden zu teilen. Wie süß ist das bitte? Alles, was ihr hier seht, ist handgemacht. Und das mit ganz, ganz viel Liebe. Ich finde, ein solches Souvenir hat sehr viel mehr Bedeutung als die Massenanfertigungen, die man so aus klassischen Urlaubsorten kennt. Ihr werdet's nicht glauben, was sich in diesem Schuhgeschäft versteckt. Die Radiostation Olympos. Und die senden live. Yassas Karpathos. Ein Must sind die leckeren Makarones. Ein traditionelles Pastagericht direkt von der Insel. Die werdet ihr nirgends sonst so authentisch essen können. Olympos ist meiner Meinung nach einer der tollsten Teile der Insel. Nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern wegen den Menschen und seiner Geschichte. Doch was meint ihr? Steht Karpathos auf eurer Bucketlist? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.